Oh hey, Mark, warum steht das im fucking Skript? Oh hi, Random. Tommy fucking Wiseau. Das bin ich. Hast du schon das Video über mich fertig gemacht? Oh boy, das wird eine interessante Review. Anyway, ihr habt das kundige Intro gesehen. Ihr wisst, was das Thema ist, wenn ihr den Titel gelesen habt. Heute geht es mal um The Room, beziehungsweise die Filme von Tommy Wiseau. Und warum die so seltsam sind oder sogar unterhaltsam sind, erfahrt ihr hier. Ich glaube, ich muss niemandem wirklich erklären, was The Room ist oder wer Tommy Wiseau ist. Sowohl The Room als auch Wiseau sind berüchtigt und kultig mittlerweile. Aber für die Leute, die nicht wissen, was The Room ist ein 2003 erschienenes Drama, in Anführungszeichen, wo Tommy Wiseau sowohl den Director, den Producer, den Scriptwriter und den Hauptdarsteller gespielt hat. Und es war sehr low budget, mehr oder weniger. Und der Film war auch nicht wirklich gut. Er wurde von den Critics gepandet. Viele sagten oder meinten für eine lange Zeit, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Natürlich heutzutage haben andere Filme den Titel, sei es nun Press Talks, Meisterwerk, Kartoffelsalat, was wir definitiv auch mal covern sollten auf den Channel, oder die Sharknados Filme und so weiter und so weiter. Aber für viele gilt immer noch The Room als der schlechteste Film aller Zeiten. Und ich würde das jetzt nicht behaupten, aber The Room hat definitiv Probleme. Wenn wir mal ihn etwa auf der ernsten Basis etwa anschauen, ist es kein guter Film. The Room ist weder ein gutes Drama, noch ein guter Film, noch gut gedreht. Er sieht sehr billig aus und manche Dinge sind auch einfach nur absurd. Das Acting in diesem Film, sowohl von Wiseau als auch den anderen Schauspielern, ist wirklich nicht so gut. Und das kann man wirklich sagen, da die meisten auch etwas zugeben, die an diesem Film mitgearbeitet haben, dass die Arbeit daran eher weniger so gut war und die ganze Atmosphäre von diesem Set auch sehr seltsam war. Aber heißt das wirklich, dass The Room etwa unsauber ist, schrecklich ist und das Schlimmste ist? Nun, nicht direkt. Denn seit dem Internet hat The Room ein Cult-Following gekriegt. Und zwar die Leute, die mehr oder weniger diesen Film auf einer ironischen Art und Weise enjoyen können, beziehungsweise Gefallen an diesem Film finden können. Denn wenn man diesen Film genauer sich anschaut, ist er ein Trainwreck. Er ist weder ein gutes Drama, noch hat er wirklich gute Emotionen, noch spielt Wiseau wirklich einen guten Charakter, der nicht etwa seltsam wirkt oder wie ein Alien wirkt. Und auch könnte man etwa einen Punkt machen, dass Wiseau mehr oder weniger seinen Hauptcharakter dieses Filmes so geschrieben hat, dass er super perfekt ist und super heiß ist. Und er hat eine Freundin, aber oh nein, sie ist nicht mehr etwa interessiert an ihm, weil er zu langweilig ist. Ja, ich weiß auch nicht, woher dieses langweilig Statement bei so einem Typen kommt. Aber wie schon erwähnt, es gibt etwa Dinge, die man sich etwa gefallen lassen kann an diesem Film. Denn dieser Film ist unterhaltsam, wenn man etwa die kritische Brille etwa aussieht und einfach etwa den Trash von diesem Film enjoyt. Es ist kein guter Film, aber es ist ein verdammt unterhaltsamer, trashy Film, der definitiv die ein oder anderen Lacher reinbringen kann, weil das Acting so off the place ist und wirklich einfach nur off ist. Vor allem von Wiseau, die anderen machen einfach einen okaysten Job. Aber ich glaube, ich muss niemandem weiter erzählen, was man über The Room noch sagen kann, denn The Room wurde zu Tode gecovert. Was aber nicht zu Tode gecovert worden ist, ist das mehr oder weniger Semi-Biopic über The Room, beziehungsweise die Macherei von The Room. Disaster Artist. Und ich halte mich da wirklich kurz, da wir andere zwei Filme haben, die definitiv mehr Stressinhalte verbieten. Aber Disaster Artist ist wirklich unterhaltsam. Als Biopic bzw. biografischer Film fällt er etwa an vielen Stellen, da viele Dinge mehr oder weniger etwa erfunden worden sind und nicht der Realität entsprechen. Aber James Francos Darstellung als Tommy Wiseau, auch wenn sie on Surface Level sehr stark wirkt wie eine Parodie, ist dennoch sehr unterhaltsam und der Film ist auch einfach ein gut gemachter Film. Auch wenn er irgendwie ein bisschen den Charme fehlt von The Room, also den Film, den er quasi Hommage payen will. Aber kommen wir mal doch etwa zu zwei Filmen, beziehungsweise einer Filmtrilogie, die nach 15 Jahren kam, wo Wiseau mehr oder weniger mit seinem Co-Star Craig Stewart wieder reunited worden ist. Natürlich rede ich etwa von Best Friends, Volume 1 and 2. Das war das Script-Debüt von Stewart, also den Co-Star von Tommy Wiseau, der auch schon etwa in The Room dabei war und etwa einen sehr wichtigen Key-Charakter gespielt hat. Und meine Güte, Stewart, das war eine wirklich seltsame Idee. Aber diese seltsame Idee hat wirklich etwa gut geholfen für das Acting von Wiseau. Denn anders als The Room versucht etwa Stewart und sein Skript nicht etwa Tommys Charakter etwa darzustellen, als wäre er super normal, super cool. Stattdessen komplementet dieses Skript etwa eher mehr die Acting Skills oder nicht die Acting Skills, die Tommy Wiseau hat, und zwar jemanden super seltsamen zu spielen. Und das macht Wiseau einfach fantastisch in diesem Film. Doch was ist nun die Story von diesen zwei Filmen? Und ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, was die Story ist. Denn an manchen Stellen wirkt es so, als würden
könnten diese zwei Thrillers etwa so gemacht worden sein, als hätte man das Mindset, ja, wir müssen das ein bisschen weird machen, damit die Leute denken, das ist super deep und super independent und super krass und so weiter. Und das funktioniert wirklich oft nicht so gut. Aber von dem, was ich verstanden habe, im ersten Teil geht es um die Freundschaft von Harold und John, der etwa gespielt wird von Sylvester auch in diesem Film, und etwa die Anfänge von einer Beziehung, die John etwa findet, und etwa den Verrat seines Freundes. Und es endet dann mit einem super interessanten Cliffhanger für Part 2, wo etwa die Freundin und John etwa auf den Run sind und etwa mit der Hilfe von ihren, in Anführungszeichen, Onkel namens Rick mehr oder weniger davonkommen oder versuchen etwa den Safe zu knacken, um ans Geld zu kommen. Und es passieren noch andere weirde Sits, wie zum Beispiel ein sehr, sehr seltsamer Fever Dream, wo etwa sowohl Harold, also Tommy Wiseau's Charakter zu sehen ist, als auch John. Und irgendwo in der Mitte ist auch etwa dieser Onkel-Charakter Rick, der definitiv super weird acted. Aber das ist jetzt etwa die Sache. Der Darsteller bzw. Ricks Performance, also vom Darsteller, der Rick spielt, ist wirklich etwa der Anti-Tommy Wiseau. Er wurde auch sehr interessant geschrieben und hat etwa was Weirdes an sich, aber meine Güte, auch wenn wir wissen, dass er, Spoiler-Alarm, der Schurke ist am Ende, hat er sowas sehr Unterhaltsames an sich. Also wirklich, es ist einfach nur sehr unterhaltsam und er macht den zweiten Teil so watchable. Damit möchte ich doch nicht mal sagen, dass diese Filme schlecht sind oder seltsam sind auf der schlechteren Ebene. Nein, tatsächlich finde ich etwa, dass diese zwei Filme eigentlich etwa ein interessantes Experiment sind. Sie sind weit davon entfernt, richtig gute Filme zu sein, aber Sylvester und Tommy Wiseau und die anderen Darsteller der Filme, beziehungsweise des Filmes, ist ja mehr oder weniger eine Story, die einfach nur in zwei Filmen erzählt wird, wie Endgame und Infinity War, bringen wirklich etwa ihr A-Game hier. Und es ist wirklich einfach interessant zu sehen, was für seltsame Ideen man etwa hier etwa einsammeln kann. Ich kann da einfach Highlights nennen, die vielleicht euch etwas zum Watson bringen, oder vielleicht auch nicht. Aber ich finde wirklich, Best Friends kann man sich definitiv mal geben. Es ist definitiv nicht The Room 2.0 oder sowas. Da muss man schon etwa in einer anderen Mindset sein, um diese zwei Filme zu schauen oder irgendwie zu mögen. Aber ich finde irgendwie die charmant. Auch wenn das Directing dieser Filme grottig ist und ich wirklich etwa das Directing von The Room deutlich mehr mag. Denn das Directing von The Room ist bei weitem nicht gut. Vor allem etwa mit den Szenen, die etwa on Greenscreen gedreht worden sind. Aber meine Güte, Best Friends sieht nicht wirklich gut aus vom Directing, aber hat interessante kleine Twerks und Tricks bei sich im Directing. Und generell, man kann man sich mal die wirklich geben. Sie sind wirklich unterhaltsam und wenn sie etwa nicht so unterhaltsam sind, dann wissen wir genau, dass der Charakter Harold irgendwas Seltsames macht. Und hey, er trägt etwa eine Ritterrüstung und hilft John dabei, Rick umzulegen am Ende. Und das Ende ist wirklich sehr, sehr seltsam, aber sehr, sehr unterhaltsam. Und oh hey, am Ende wird uns was geteasert. Ich frage mich nur, was etwa in Best Friends Volume 3 passiert. Und ja, es gibt etwa einen dritten Teil von der Best Friends Reihe. Und ja, anscheinend wurde er etwa im zweiten Teil schon geteasert, also am Ende. Aber den Film zu finden, ist scheiße schwer und ich habe ihn bis jetzt auch nicht gefunden. Also, wir müssen einfach etwa abwarten. Vielleicht wird er irgendwann mal wirklich etwa hätte sein. Anyway, jetzt seid ihr dran. Was ist eurer Meinung nach der beste Tommy Wiseau Film? Kanntet ihr diese Filme? Was ist eurer Meinung nach ein gutes Biopic? Sollte es etwa die Eckdaten aus dem historischen Sinne nicht vergessen und wirklich etwa mehr oder weniger treu zu der Realität bleiben? Oder kann er auch etwa ein paar Dinge etwa abändern, um mehr Drama in dieses Filmes reinzupacken? Und kennt ihr schon die Best Friends Filme? Und wenn nein, habt ihr etwa Bock, die mal euch anzuschauen? Lasst es mich doch alles gerne wissen. Für mehr solcher seltsamen Reviews über Dinge, die ihr vielleicht noch nie gehört habt, abonniert vielleicht den Kanal, lasst vielleicht erst einen Kommentar da und ich klinge wie der 0815 YouTuber gerade mit diesem Auto. Anyway, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!